Hallo zusammen. In diesem Video spreche ich über einen motorisierten Kugelhahn, Hersteller CWX, Modell CR04. Dies ist das Antriebsmodell. Stromversorgung von 9 bis 24 Volt. Und dieses Ventil, das ich hier habe, ist DN32, das heißt 1 Zoll und ein Viertel. Es gibt verschiedene Größen, von einem halben Zoll bis zu einem Zoll und einem Viertel. Das heißt, auf 3 Viertel, auf einen Zoll und auf einen Zoll und ein Viertel. So sieht es aus. Messinggehäuse und der Antrieb in einem Kunststoffgehäuse. Ich werde das Innere jetzt auseinandernehmen und zeigen, wie es aussieht. Das Funktionsprinzip ist sehr einfach. 2 Kabel. Wir legen Strom an. Der Hahn öffnet sich. Wir nehmen den Strom weg. Der Hahn schließt sich. Hier nehme ich 12 Volt vom Netzteil. Ich schließe es an. Der Hahn hat sich geöffnet. Wenn der Strom entfernt wird, beginnt der Hahn automatisch zu arbeiten. Wenn der Strom entfernt wird, beginnt der Hahn automatisch zu schließen. Er hat sich geschlossen. Dort sind Endschalter angebracht. Das heißt, Sie schalten die Spannung ein und aus. Hier innen befinden sich Kondensatoren, die beim Anlegen von Strom gleichzeitig geladen werden. Und der Hahn öffnet sich und die Kondensatoren werden geladen. Wir trennen die Stromversorgung. Dann dreht sich der Motor von den Kondensatoren und schließt sich. Außerdem haben wir hier oben noch einen Strich. Das ist die Position des Hahns. Quer zum Durchgang, das ist unser geschlossener Zustand. Wenn der Hahn geöffnet ist, zeigt der rote Streifen entlang des Durchflusses. Und es gibt auch einen Griff, um ihn manuell öffnen und schließen zu können. Wir heben ihn an, ziehen ihn heraus und können ihn manuell drehen. Wir drehen. Hier geht die Spindel nicht direkt zum Griff, sondern über ein Getriebe. Das heißt, der Motor wird abgeschaltet, aber das Getriebe dreht sich. So, geöffnet. Pfeil. Vollständig geöffnet. Entlang des Durchflusses. Der Hahn ist offen. Wenn wir den Knopf drücken, wird der Endschalter aktiviert. Der Hahn wird sich schließen. Das heißt, hier ist eine Energiereserve des Kondensators vorhanden, für mehrere Schließvorgänge. Ich denke, man kann versuchen, ihn noch einmal zu öffnen. Das haben wir schon zweimal geöffnet. So, wir öffnen wieder. Der Hahn schließt sich selbst. Das heißt, die Ladung reicht aus, um mehrmals, 3-mal. Man kann es noch einmal versuchen. Nun, schon langsamer, aber es funktioniert. Und schauen wir mal, was wir hier drinnen haben. Wie man es zerlegt. Hier müssen wir diesen weißen Griff entfernen. Er lässt sich abnehmen. Hier unter dem Aufkleber ist eine Schraube. Sie muss abgeschraubt werden. Wir heben diesen Aufkleber vorsichtig an. Hier ist die Schraube. Und wir schrauben sie ab. Der Deckel ist mit 4 Schrauben rundherum befestigt. Diese entfernen wir auch. Den Deckel abgenommen. Hier ist die Aufschrift CR04 auf der Platine, das Antriebsmodell. Hier ist ein Endschalter. Und hier ist der zweite Endschalter. Das heißt, die Position ist offen geschlossen. Der Knopf schaltet um und trennt die Stromversorgung. Hier sind 2 Kondensatoren, die sich aufladen und den Hahn schließen. Und hier ist noch ein Endschalter an diesen Griff hinzugefügt. In anderen Modellen gibt es ihn nicht, aber hier ist er vorhanden, damit, wenn wir manuell drehen, der Motor keinen Strom erhält, dann trennt dieser Endschalter beim Anheben dieses Griffs die Kondensatoren. Und sie sind nicht beteiligt. Unter der Platine befinden sich der Motor und das Getriebe. Ich werde es nicht zerlegen, denn wenn man es herausnimmt, fallen alle Zahnräder heraus. Das ist also kein komplettes Bauteil. Es ist im Gehäuse verbaut. Und wenn man es zerlegt, fällt alles auseinander. Der Motor ist ein 5-Volt-Motor. Am Motor ist ein Metallzahnrad.
Dann sind einige Zahnräder aus Kunststoff. Und das letzte Zahnrad. Das letzte und vorletzte. Sie sind bereits aus Metall. Wo die Belastung größer ist, die den eigentlichen Schaft mit der Kugel drehen, die sind dann aus Metall. So ist der motorisierte Kugelhahn CR04 aufgebaut und funktioniert. Einen Link dazu werde ich Ihnen in der Beschreibung hinterlassen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss zusammen.